Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ihr Lieben, Überraschung, hier bin ich. Heute schauen wir auf den 22.09. Tag- und Nachtgleiche. Ich hätte gerne eine Botschaft dafür. Ich nehme meine eigenen Karten. Schauen wir, was die sagen. Was darf ich weitergeben? Welche Botschaft steckt hier dahinter? Schauen wir für die Tag- und Nachtgleiche. Hier haben wir schon mal die Schlange. Ein Häutungsprozess. Ein verstrickter Weg, ein bisschen Genesung. Wir warten auf die nächste Karte. Hier ist ganz eindeutig ein Mutter-Kind-Thema zu sehen. Hier ist vielleicht auch ein Umweg, der beendet wird, ein Neubeginn, der aus einer verstrickten Situation rauskommt oder rausführt. Eine Veränderung, die auf der bewussten Ebene schon bearbeitet wird. Wo etwas angestrebt wird, auch was Genesung in einen selber braucht. Das innere Kind ist hier sehr zentral. Ja, hier endet ein Weg, der äußerst verstrickt ist. Hier guckt man, wo man irgendwo einen Schnitt macht. Aber ich habe eben auch diese Verletzungen auf der unterbewussten Ebene. Das kann jetzt hier aus der Mutter-Kind-Beziehung kommen oder aus einer Situation, wo man echt Federn gelassen hat. Spannend, ne? Die Sense steht ja auch für den Herbst, von der Jahreszeit her, dass die jetzt so fällt. Und wir haben das Außen dabei. Eine Situation, wo es vielleicht Umstände gab, die man so nicht kontrollieren konnte. Rasche Wenden. Ja, wo man einfach versuchen musste, mit einer Situation umzugehen, die man nicht kontrollieren kann, die aber gesessen hat. Oder es können hier auch Missverständnisse sein. Ne? Mit der Sense habe ich auch irgendwo das, was Streit mitbringt oder das, was aggressiv auch macht. Es kann ja ein ganz seelisch verwurzeltes, das ist schon wieder so eine tiefe Botschaft, ne? Ein ganz seelisch verwurzeltes Thema sein. Ein Thema, das auch mit Abhängigkeiten zu tun hat oder mit Unabhängigkeit im weitesten Sinne. Oder wo es tatsächlich auch um die Finanzen geht, wo wir verstrickte Bereiche haben, das wir von unserer DNA schon kennen. Sprich, wie warst du in deinen Kindertagen versorgt? Wie fühltest du dich? Hat man dir etwas gegönnt oder musstest du in die zweite Reihe stehen? Finanzen spielen hier auf jeden Fall eine Rolle. Eine Veränderung in der finanziellen Ebene, für die es noch sehr viel Klärung irgendwie braucht. Da ist noch Nebel, aber mit der Sense geht ja auch dann ratzfatz weg und der Blick wird klar. Man fragt sich auch vielleicht, warum irgendetwas genau so ist. Man leidet vielleicht auch mit einem Kind mit oder für ein Kind. Ich habe hier den Turm im Haus des Umfeldes. Ne? Es kann jetzt sein, hier kommen Sachen mit Ämtern, Behörden, die mit den Finanzen zu tun haben. Es kann um die Kinder gehen, es kann um uns Selbstständige gehen. Es kann auch tatsächlich um
um so Sachen sein, wo man, der Turm ist für mich auch die Unabhängigkeit, ne? Wo man für sich alleine etwas macht. Oder da er im Haus des Umfeldes liegt, dass wir uns zurückziehen, um uns zu klären. Man hat ja eine Emotion, die angetriggert ist irgendwie. Es sind auch Nähe- und Distanzthemen zu sehen. Wie gesagt, rasche Wenden, die dann Nebel mitgebracht haben. Begrenzungen von irgendetwas. Aber es ist hier, glaube ich, auch so, dass man sehr viel auflöst. Ne? Mit dem Mond haben wir natürlich auch unser Seelenleben dabei, das, was wir im Verborgenen für uns verschlossen tragen, was hier vielleicht angestupst wird und nach oben dringt. Nun ja, ich hätte jetzt hier gern mal noch eine Karte, bevor ich mich nur zu Tode mische. Ja, hier kommt ordentlich was in Bewegung, auch emotional. Ich rechne auch damit, dass wir hier einen großen Schatten, der sich hier schon so eingesessen hat, vor die Augen kriegen. Aber mit etwas Arbeit daran schaffen wir hier, das Ding in Harmonie zu kriegen. Das ist auch ein Familienthema mit, ne? Das alle beschäftigt, das auf alle Mitglieder der Familie ein Gefühl mitbringt oder auslöst. Jeder geht ja auch anders damit um. Es ist auf jeden Fall ein Zustand, den man so nicht gewollt hat. Aber er ist irgendwie entstanden und er ist auch nötig, damit wir hier Bewegung und Veränderung bringen. Erkriegen. Hier ist noch der Beruf mit dran, die Harmonie im Beruf. Könnte hier auch etwas sein, das auch die Selbstständigen betrifft. Neubeginne jeglicher Art, Umstrukturierungen, anderes Umgehen mit den Finanzen. Klarheit schaffen im finanziellen Bereich oder wieder Bewegung bringen in die Finanzen auch rein. Schauen wir, welches Kraft hier mitgeht. So, die Grille. Etwas braucht Entspannung. Ja, es geht um die eigenen Gedanken. Es geht um Erholung, die man braucht. Und es geht um ein liebendes Umfeld. Und es geht darum, das Leben wieder zu genießen. Und sich nicht hier irgendwo in einer Spirale gefangen halten, wo man eben eine verstrickte Situation auch aufrecht erhält, um dass ja keine Emotionen an die Oberfläche kommen. Da wir hier die Finanzen haben, geht es darum, sich auch mal wieder was zu gönnen, für sich selbst, ne, für das innere Kind zu nähren. Ja, die Grille passt hier unglaublich gut dazu, denn wenn man das Grillenzirpen hört, das tun wir ja jetzt sprichwörtlich oder sinnbildlich für dieses Krafttier, dann soll man sich mal zurücklehnen, den Augenblick genießen, sich dem Leben hingeben, die Melodie hören, die der Tag so mitbringt und die eigenen Emotionen. Und die Grille sagt einfach, es ist Zeit für Entspannung, sich zurücklehnen, an gute Dinge denken. Etwas, was man schon erlebt hat, was schön ist, nochmal an die Oberfläche holen. Ausgleich zu finden. Und der Augenblick ist einfach wichtig. Einatmen, ausatmen, entspannen. Ne? Ja, hier ist es ja immer so, wenn wir getriggert sind, und das sind wir hier auf jeden Fall,
dann ist es für manche vielleicht auch schwer, aus einer Situation wieder rauszugehen, in der sie sich befinden, weil es einen andauernd beschäftigt sozusagen und man nicht aufatmen kann. Hier haben wir noch den Steinkreis dabei, die Übergangsphase, sozusagen die mystische Pilgerreise, die wir haben. Passt ja auch gut, ne? Man geht irgendwie sozusagen vom Sommer in den Herbst rein. Es ist der Übergang in eine andere Jahreszeit. Uns wird immer wieder bewusst, dass wie beim Mond auch alles in Phasen verläuft. Und dass jeden Monat wieder die Woche, die jeden Monat, die Wochen, die jeden Monat füllen. Alles kommt wieder, der Frühling, der Sommer, ein ewiger Kreislauf, der uns hier bewusst ist. Und wir spüren hier einfach, dass wir von einer Lebensphase auch in die nächste gehen. Da ist nichts mehr, wie es war. Da sind vielleicht Dinge, die sich am emotionalen Gerüst verändern, an den Finanzen, an den Stabilitätsthemen und auch an den Arbeitsthemen. Und hier haben wir ja unten den Anker und auf der Karte steht eigentlich schön drauf, dass ein Schiff nicht gemacht dafür ist, dass es am Hafen, am Anker liegt, es möchte fahren. Ne? Hier sind ganz tiefe Erkenntnisse, auch wenn es vielleicht für manchen ein bisschen erschütternd sein kann. Wir sind aber safe, sagt die Karte. So, jetzt kommt ihr noch in den Genuss, von meinen neuen Karten eine Botschaft zu ziehen. Da mache ich mir jetzt gleich noch mal ein bisschen Platz. Machen wir 1, 2, 3. Ihr könnt alle 3 wählen, ihr könnt mit Personen besetzen oder auch nur eine wählen. Ja, unterm Deck haben wir Richtungswechsel oder Kurskorrektur angezeigt. Das passt hier, sucht mal eine andere Richtung. Und was würde ich denn nehmen? Mich spricht Mitte und rechts an. Nehme ich mal die rechte zuerst. Neue Chancen und Möglichkeiten erwarten dich. Die Mitte hat: Echte Freunde sind unersetzlich, ein Seelengefährte wartet auf dich. Und die linke Seite hat: Schaffe mal wieder Ordnung um dich rum. Ihr Lieben, ich wünsche euch morgen eine schöne Tag- und Nachtgleiche. Morgen kommen ja die Sternzeichen. Ich drücke euch, bis bald.